Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Android. Heute geht es um die Kamera. Und ja, die Kamera wurde quasi komplett überarbeitet von Android, das heißt von Google, und ist extrem aufwendig, wie ich finde, zu benutzen, aber man kann es dann doch mal hinkriegen irgendwann. Okay, schauen wir uns heute also an, wie wir die Kamera ganz normal benutzen. Wir werden also uns eine kleine Foto-App basteln und ihr könnt die dann sozusagen bei euch verwenden, um, keine Ahnung, Fotos von irgendwas zu machen. Wichtig ist erstmal, dass ihr hier bei eurem Device, deswegen hatte ich das schon offen, die Kamera noch aktivieren müsst. Das bedeutet, ihr geht hier in euren Android Virtual Device Manager, also hier rein, und bei mir ist es das untere Device hier, was ich verändern möchte. Das heißt, wir werden hier was verändern unter dem Dingsabumster. Und Show Advanced Settings, hier müsst ihr eine Kamera emulieren, das heißt hier Emulated reinmachen oder Webcam 0. Ich habe keine Webcam, deswegen Emulated bei mir. Sieht ein bisschen komisch aus nachher, aber ja, macht ja nichts. Gut. Okay, was wir dann noch brauchen, ist, wir brauchen Zugriff auf die Kamera. Wir müssen also hier uns erstmal die Permissions erfragen. Und das bekommen wir hin, indem wir einfach, ja, hier quasi die ganzen Permissions erfragen. Also, wir wollen hier erstmal Uses Permission und dann brauchen wir die Kamera. Wer hätte es gedacht? Also Android.permission. Ich glaube, ich bin schneller, wenn ich das so mache. Kamera, hier. So, das ist die erste. Dann brauchen wir noch eine weitere, weil wir wollen ja auch noch da irgendwo das Bild dann nachher reinschreiben. Ups. Uses Permission. Da schreibe ich es jetzt aus. Android.permission. Write External Storage. So, der ist auch emuliert auf dem Emulator, wie der Name schon sagt. Das bedeutet, ihr werdet es nicht in eure Kamera reinschreiben, sondern ihr habt irgendwo lokal auf eurem PC ein, was eingerichtet, wo quasi alles reingeschrieben wird, was von eurem Handy bzw. eurem Emulator aufgenommen wird. Okay, nein, wir wollen eigentlich keine Permission mehr, sondern Uses Feature. Und da geben wir an, was für ein Feature wir gerade benutzen. Also Android.name und dann heißt das ganze Ding Android.hardware.camera. Ihr seht es hier, Kamera ist komplett deprecated. Wenn ihr die benutzen wollt, dann habt ihr unglaublich viele Probleme, weil quasi alles deprecated ist. Das heißt, es ist vielleicht schon bald nicht mehr supported, aber Kamera 2, das ist das, was noch supported ist, beziehungsweise was man auch verwenden soll laut Android. Kamera 2 ist irgendwie so ziemlich der unspektakulärste Name, den man dem Nachfolger hätte geben können. Improved Camera wäre doch irgendwie cooler gewesen. Na egal. Hier habe ich schon mal einen Button reingemacht, sieht aktuell ungefähr so aus, aber ihr habt es gesehen, gerade es war noch nicht ganz weggerendert. Wir wollen hier ein weiteres Feld eintragen und zwar wollen wir hier eine Texture View benutzen. Eine Texture View haben wir noch nie benutzt bislang, deswegen erstes Mal, macht aber nichts. Texture View, das ist Wrap Content, das ist auch Wrap Content und dann brauchen wir noch was weiteres, damit wir ein bisschen mehr hier haben. Android Doppelpunkt Layout Bodenstrich above. So, über was denn? Naja, über unserem Foto. Der Button hier, der heißt einfach Foto, den habe ich einfach mal schon mal eingefügt. Den müsst ihr, glaube ich, ja, also, ich glaube, den kriegt ihr selber hin mittlerweile. Okay, Android Doppelpunkt. Wenn ihr ihn nicht hinkriegt, dann schaut euch bitte meine anderen Videos nochmal an. Da erkläre ich das, glaube ich, lang und breit. Okay, Align Parent Top gleich True. So. Und jetzt haben wir hier eine wunderbare Textur hinten dran sozusagen und unten haben wir einen Button, der einfach sagt Foto machen. Und das ist es eigentlich auch schon. Okay, jetzt gehen wir hier in unsere einzige Klasse, die wir brauchen zum Glück. Aber die wird trotzdem nicht weniger kompliziert werden. Die wird sogar sehr, sehr kompliziert werden und vor allem sehr, sehr lang dieses Mal. Ich weiß nicht, ob wir das in einem Video schaffen, aber wir probieren es einfach mal. Okay, wir haben hier schon mal den Standard, also super.on, create, saved instant state und set content view. Das sind sozusagen die Standarddinger. Jetzt brauchen wir unsere Texture view hier drin, deswegen machen wir uns die einfach mal. Private texture view, nennen wir sie. Warum nicht einfach Texture View? Das wird mir sogar gleich vorgeschlagen. So, und jetzt sagen wir hier Texture View ist gleich in eine Texture View bitte. Texture View konvertiert Find View by ID über r.id.texture
Texture heißt es, glaube ich, oder? Wie habe ich sie genannt? Noch gar nicht. Dann nennen wir sie doch einfach mal Texture. Hier drin. So, Android Doppelpunkt ID ist gleich add ID slash texture. So, da fehlt das Plus. Irgendwie möchte es gerade nicht. Naja gut, dann sagen wir hier einfach mal, wir ändern das hier einfach in unserer... Jetzt fängt sie auch schon an zu zicken. Machen wir das einfach mal wieder weg hier. So hat es funktioniert. Dann ändern wir unsere ID von der Texture eben hier drin. Also ist auch nicht so schlimm. Nennen sie hier Texture. So. Okay, und jetzt hätte ich ganz gerne mal gesehen, jetzt ist es genau das, was wir gerade eben eingegeben haben. Naja, hast du gut gemacht, Android. Egal. Vielleicht habe ich mich auch vertippt. So, okay, diese Texture View, die bekommt jetzt einen Listener und zwar einen sogenannten Textur Listener oder ein Surface Texture Listener, also Set Surface Texture Listener. Und den müssen wir natürlich erst noch kreieren, das machen wir aber nachher. Da schreiben wir einfach mal Texture Listener hin, weil wir den so nennen werden. Und dann brauchen wir noch unseren Button, Private Button, Foto, oder nein, komm, wir machen hier, bleiben wir mal beim Englischen, Take Picture. Button natürlich noch importieren, nicht vergessen. Und jetzt initialisieren wir unseren Button hier drüben mal. Also ich bleibe jetzt hier konkret beim Englischen, weil es dann einfach übersichtlicher wird und es wirklich ein langes Projekt wird. Deswegen sollte man da schauen, dass man ein bisschen übersichtlicher bleibt. Take Picture ist gleich in einen Button konvertiert. Find View by ID r.id.photo. So. Und dem geben wir direkt einen Listener, also sagen wir einfach mal, wir könnten das natürlich auch über das Layout machen. Take Picture.set on-click Listener new on-click Listener. Okay, und hier haben wir jetzt unsere On-Click-Methode. Da werden wir jetzt einfach mal die Take-Picture-Methode aufrufen, weil, ach so, ja, das ist natürlich jetzt doof. Ja gut, dann nennen wir den Button Take Picture, keine Ahnung, Button. So, und dann nennen wir hier unsere Methode Take Picture, also Foto machen. Genau. Und das ist es eigentlich auch schon, was wir hier drin machen müssen. Jetzt haben wir hier weder Texture Listener noch Take Picture schon getan. Jetzt machen wir uns erstmal diesen Texture Listener. Das wird ein Field, was wir aber direkt hier oben schon initialisieren können im Prinzip. New Surface Texture Listener. Und hier sehen wir es gleich schon, was hier alles passiert. Wir müssen hier eigentlich nicht so viel machen. Im Prinzip können wir hier einfach alles so lassen, sogar das hier können wir so lassen. Außer natürlich, ihr wollt hier irgendwelche fancy Sachen machen. Aber im Prinzip wollen wir hier nur, sobald das Ding available ist, also verfügbar ist, wollen wir unsere Kamera starten. Das heißt, ja, öffnen im Prinzip, Open Cam für öffne Kamera. So, jetzt haben wir hier wieder die Methode Open Cam, noch Take Picture. Ich würde sagen, wir fangen mit der kürzeren Methode an, und zwar dieser Open Cam, Create Method Open Cam, und zwar in der Main Activity bitte. So, Private Void Open Cam. Hier drin öffnen wir jetzt unsere Kamera. Und die Kamera, die ist logischerweise emuliert, deswegen werdet ihr nachher ganz, ganz witzige Bilder sehen. Aber wenn ihr es am Handy ausprobiert, also tatsächlich am physischen Handy, dann kommt da schon was ziemlich Cooles bei raus. Okay, der Camera Manager ist der Cam-Man, ist gleich, habe ich gesagt, Camera Manager, Get System Service. Und hier drin einfach über Kontext Camera Service, den Kameraservice sozusagen abfragen. Das kann man noch machen, das ist nicht deprecated. Jetzt müssen wir alles in eine Try und Catch packen, weil das ganze Ding kann extrem viele Fehler werfen. Und mir fällt gerade auf, ja, dass ich eigentlich die Schrift größer machen wollte. Das Traurige ist, dass ich tatsächlich nirgendwo hier gefunden habe, wie man die Schrift größer machen kann. Das heißt, wenn irgendjemand von euch eine Funktion gefunden hat, ich habe keine gefunden, mit Steuerung geht es nicht, und hier oben habe ich auch nichts auf die Schnelle gefunden, aber naja.
Okay, müsst ihr mich halt im Vollbild lassen. Es ist einfach auch so, dass ich hier mega viel Platz brauche. Das Einzige, was ich euch noch anbieten kann, sind hier die Zeilennummern, aber die bringen euch, glaube ich, nicht so viel. Aber schadet ja nichts, ne? Okay, sehr gut. Jetzt hier alles in eine Try rein. Hier wollen wir jetzt erstmal unsere Kamera-ID uns besorgen. Okay, Kamera-ID. Ja, im Prinzip haben wir hier auch eine Variable definiert, also kann ich das eigentlich sogar unten drunter schreiben. Hier. Okay, wir wollen eine Kamera-ID. Wir nehmen uns jetzt einfach mal die erste Kamera. Ihr könnt natürlich auch noch mehr Kameras haben. Interessanterweise ist die Kamera-ID in dem Fall ein String. Cam-ID ist in dem Fall tatsächlich hier ein String. Und wir nehmen uns einfach nur die erste Cam-ID. Ah doch, halt, ich habe es groß geschrieben. Ist gleich camman.getCameraIDList ist ein Array von Strings und wir nehmen uns jetzt die erste Kamera davon und sagen, okay, das ist unsere. Wenn ihr mehrere Kameras habt, dann kann das gut sein, dass ihr hier mehr als eine Kamera in dieser Liste habt. Also eine sollte auf jeden Fall drin sein, ansonsten stürzt uns hier alles ab. Das ist normal, wenn wir eine Kamera benutzen wollen, sollte auch eine da sein. Wenn nicht, hat die App sowieso keinen Sinn, kann auch abstürzen. Genau. Also, wenn ihr eine Front- und eine Rear-Kamera zum Beispiel habt, dann könnt ihr hier über 0,1 normalerweise switchen. Okay, dann brauchen wir Camera Characteristics. Die bekommen wir, keine Ahnung, was wird mir denn hier vorgeschlagen, Camera Characteristics, nennen wir sie mal so, ist gleich camman.getCameraCharacteristics. Und zwar hier kommt die Kamera-ID rein, also Cam-ID. Dadurch bekommt ihr die Eigenschaften von eurer Kamera. Und warum das jetzt hier alles rot unterkringelt ist, ich habe hier unten noch keinen Catch-Block. Das könnten wir eigentlich mal direkt machen. Catch Camera, was war der Fehler? Camera Access Exception keine Ahnung, e.printStackTrace. Das ist eigentlich alles, was wir hier machen wollen. So, das ist die Kamera erstmal. Jetzt haben wir die Charakteristiken. So, jetzt brauchen wir noch zwei komische Sachen. Stream Configuration Map, die, ja, keine Ahnung, was die genau tut. Die regelt halt alles so ein bisschen, was hier so hin und her geht. Characteristics, Camera Characteristics, hier, .get. Und ihr seht hier, das ist im Prinzip ein Dictionary. Wir müssen hier drauf zugreifen über ein Dictionary. Camera Characteristics, das ist jetzt, Vorsicht, ich habe es groß geschrieben, das ist nicht unsere Variable, sondern die Klasse davon. Punkt, jetzt haben wir hier, da ist es schon, Scalar Stream Configuration Map im Prinzip. Ja, genau, so kriegt man das ganze Ding. Jetzt können wir uns endlich die Größe raussuchen, also die Size, können wir übrigens importieren von Android Util brauchen wir. Size in Camera wollen wir nicht haben. Das ist, wie wir sehen, deprecated. Hier Size einfach aus der Util-Klasse. Was ist das jetzt genau? Das soll unsere Bildgröße sein, also Image Size. So, Image Size, und das werden wir jetzt hier benutzen, beziehungsweise hier erstmal initialisieren. Wir sind ja immer noch in der im Öffnen von der Kamera, also Open Camera. Genau, hier dann Image Size gleich Map, Stream Configuration Map, ich hätte es einfach nur Map nennen sollen. Get Output, nicht Format, sondern Sizes hier unten. Und hier kommt jetzt die Surface Texture.class rein. Und zwar die erste davon. So, das liefert uns jetzt einfach die Ausgabegröße, also quasi wie viel Pixel kann unsere Kamera aufnehmen und deswegen halt hier, wie groß soll unser Bild später werden. Genau. 0 wegen hier halt wieder die erste Kamera, die können ja unterschiedliche Auflösungen haben und Surface Texture, ja, genau. Ach so, richtig. Und zwar, wir haben mittlerweile hier das Problem, dass wenn wir irgendwie auf solche Sachen zugreifen wollen, dass wir dann die Sachen, also die Permissions hier nicht nur im Manifest anfragen müssen, sondern wir müssen sie in der App selbst auch nochmal anfragen. Das kann dazu führen, wenn ihr das nicht macht, dass eure App einfach nicht funktioniert. Das ist neu seit, ich weiß nicht mehr genau wie lange, aber wir müssen unbedingt hier zum Beispiel irgendwo unsere ganzen Dinge anfragen. Da habe ich jetzt gerade dran gedacht, wegen dem Bildschreiben und so braucht man unbedingt die Berechtigung. Hier sagen wir jetzt einfach if, so,
Activity compat check self permissions. So, und hier kommt jetzt eure Permission rein von dieser App, also von dieser Activity, und zwar der manifest.permission.camera. Wenn die nicht gegeben ist, also wenn wir die nicht haben, package manager .permission granted, dann wollen wir die Permission anfragen, aber wir fragen gleich nicht nur eine Permission an, sondern wir fragen gleich 2 Permissions an. Deswegen sagen wir hier, okay, wir prüfen hier drin auch noch nicht nur die Kamera, sondern auch noch, halt, stopp, oder, also wenn eine von beiden nicht verfügbar ist, ich mache das mal in eine neue Zeile, damit ihr das auch wieder vernünftig lesen könnt. Wenn entweder die Kamera-Permission nicht da ist oder aber die, na komm schon, Write External Storage Permission ist nicht da, also nicht gegranted, dann fragen wir die an. Wie machen wir das? Wir sagen Activity compat, komm schon, achso, ich habe mich verschrieben, Activity compat da unten, .request permissions mainActivity.this, also eure Klasse. So, und dann hier ein new string array mit den Permissions, die ihr anfragen wollt. Also manifest.permission.camera und die zweite, die wir anfragen wollen, manifest.permission.write external storage. Und was wollen wir damit? Naja, wir wollen sie angefragt bekommen. Also wir sagen, wir hätten ganz gerne Zugriff auf die Kamera. Request nicht C, ID. Es gibt eine ID, die habe ich jetzt hier einfach mal noch nicht reingeschrieben, aber ich wollte sie reinschreiben, und zwar einfach als normalen festen Integer, und zwar als Public Final Integer. Das ist einfach die 200, nennt sich dann Request ID bei uns, ist gleich 200. Und zwar diese 200 bedeuten, ihr fragt sozusagen an, dass man diese Sachen benutzen darf. Also ganz normal Request Permission 200. Okay, das ist eigentlich alles, was wir hier brauchen. Das fragt direkt am Anfang eure Erlaubnis sozusagen an für die Kamera, wenn ihr sie noch nicht haben solltet. Also falls ihr sie schon habt, wird nicht nochmal gefragt. Falls ihr sie noch nicht habt, dann wird nochmal gefragt. So, jetzt können wir hier oben wieder reingehen. Achso, genau, wir müssen hier, nee, halt, stopp, hier müssen wir hin, genau, wir hatten die Image-Dimensionen berechnet und jetzt können wir endlich mal die Kamera öffnen. Wie habe ich es genannt? Camman.open Kamera. So, und jetzt kommt hier die Kamera-ID rein, also Cam-ID. Dann kommt unser State Callback rein. Den werden wir uns noch kreieren. State Callback. Der kommt noch. Und der Händler kommt rein. Händler brauchen wir hier gerade mal keinen. Der wird einfach auf Null gesetzt. Okay, State Callback kommt noch. Take Picture kommt nachher noch. State Callback machen wir als erstes, und zwar Create Field State Callback. So, Camera Device.State Callback. Ja, was machen wir mit dem Ding? Ach, schau mal einer an. Okay, ja gut, die wollen unbedingt, dass wir hier die Permissions anfragen, also hier direkt bei unserer Open Camera. Warum auch immer das direkt hier sein muss, ja, jetzt geht's. Okay, also das heißt, wir sollen hier bitte return, wenn wir die Permission nicht bekommen, und ansonsten können wir hier weitermachen. Genau, okay, also fangen wir wieder mal von vorne an. State Callback hier drin können wir auch direkt initialisieren mit New Camera Device. Camera Device. Nein. Punkt State Callback. So, und jetzt haben wir natürlich hier das Problem, dass State Callback auch wieder nur ein Interface ist. Also ihr könnt es ganz gerne in extra Klassen packen. Ich möchte möglichst alles in eine Klasse reinschreiben. So, Implement Methods
alle davon. Okay, die müssen wir sowieso überschreiben, sonst haben wir hier ein Problem, sonst dürfen wir es nicht benutzen. Okay, on-opened macht jetzt, wenn die Kamera geöffnet wird, dann ja, müssen wir halt handeln, was passiert. Also wir sagen hier einfach unser Camera Device, welches wir übrigens noch nicht haben. Das sollten wir vorher vielleicht mal erstellen. Private Camera Device Camera. So, dann ist unsere Camera unser Camera Device, also tatsächlich unser Gerät, also das physische Kameragerät wird hier quasi gespeichert. Und hier drin können wir dann sagen, dass wir endlich mal anfangen, unsere Preview zu erstellen, also quasi das, bevor wir das Foto schießen, dass wir sozusagen sehen, was da gerade auf unserem Screen ist. Wir wollen ja auch auf dem Screen sehen, was für ein Foto wir da schießen. Das heißt, wir sagen hier Create Preview. Klammer, Klammer, Semikolon. Haben wir auch noch nicht, kommt alles noch. Okay, on disconnected, naja, was könnte man da groß machen? Camera Device, also das, was uns hier übergeben wird, Punkt Close. Und hier oben würde ich auch einfach sagen, achso, nee, halt, eigentlich wollte ich meine Kamera dann schließen, was mit der Kamera, die hier übergeben wird, passiert, ist mir eigentlich relativ egal. Okay, und hier sagen wir auch Camera.close. Weil, ja, interessiert uns ja nicht, was passiert bei dem Error. Dann machen wir einfach die Kamera zu und sagen, nö, jetzt nicht mehr. Okay, gut. Nächste Baustelle, hier die Create Preview haben wir noch aus und die Take Picture haben wir noch aus. Ich bin immer noch dafür, dass wir die Take Picture mal am Ende machen und die Create Preview jetzt. Denn die Create Preview, ob ihr es glaubt oder nicht, ist trotzdem noch mal ein bisschen kürzer. Hier muss allerdings wieder mal alles über Try and Catch gehandelt werden, also wirklich die ganze Methode über Try and Catch, weil die Kamera einen Fehler werfen kann, und zwar eine sogenannte Camera Access Exception, mal wieder e.printStackTrace. So, was ist denn hier jetzt schon wieder passiert? Nein, du wirst dich noch freuen, wenn ich den Catch schon mal hier drin habe. Keine Sorge. Okay, fangen wir an. Und zwar sagen wir hier erstmal, wir brauchen eine Surface Texture, die wir dann auch setzen können. Also wir wollen die Surface Texture unserer, sagen wir einfach mal Text dazu, ist gleich aus unserer Texture View rausgezogen, .get Surface Texture, damit wir die verändern können. Also quasi die Textur, also quasi das, was angezeigt wird, für die, die nicht wissen, was eine Textur ist, das, was angezeigt wird, wollen wir verändern. Okay, Text .set Default Buffer Size, da wird es mir schon vorgeschlagen. Image Size .get Width und Image Size .get Height. Hey, das ist ja richtig intelligent. Ich brauche ja nur noch Enter drücken. Okay, das liefert mir schon mal meine Größe für meine Textur und jetzt können wir hier alles kreieren. Jetzt sagen wir hier, wir bauen uns daraus eine neue Surface, denn wir haben ja immerhin eine Surface Texture. Die nennen wir Surface, vielen Dank, ist gleich New Surface über die Textur, also Text. So, jetzt lassen wir uns von unserer Kamera eine Vorschau sozusagen kreieren. Dazu brauchen wir noch zwei weitere Variablen hier, und zwar mache ich die mal hier unten drunter. Einmal haben wir einen Private, ich glaube, die müssen sogar Public werden. Public, wobei, nee, eigentlich nicht. Private Camera Capture Sessions. Session, nur eine. Camera Capture Session. Und eine weitere, nämlich ein Private Capture Request. Also quasi die Anfrage, das was gemacht werden soll. Capture Request. Dann noch ein Private Capture Request Builder. So, den Builder, den brauchen wir jetzt wahrscheinlich sogar als erstes. Oder Cap Builder. Okay, dann nennen wir es Cap Builder. Wenn du mir das vorschlägst, dann muss das wohl passen. Gut. Wo waren wir hier oben?
Surface Texture haben wir, die Surface haben wir kreiert. Jetzt haben wir die Möglichkeit, hier den Bilder zu machen, indem wir hier sagen Cap Builder ist gleich Camera.create Capture Request. Das ist genau das, was wir brauchen. So, klein geschrieben. Ah ne, halt, das ist eine Klassenmethode, genau wie die andere auch. Camera Device.template Preview. Wir wollen also nur Vorschauqualität haben hier und deswegen wollen wir auch nur eine Preview anfragen. So, jetzt sagen wir, wo wir es hinspeichern wollen, und zwar mit unserem Builder add target, so rum, und zwar auf unsere Surface. Sie könnt ja natürlich auch dann mehrere Targets hinzufügen, dann habt ihr sie mehrmals zur Auswahl sozusagen. Okay, jetzt sagen wir Camera.create Capture Session. Hier kommt erstmal die Surface rein und ein New Camera Capture Session Callback wird mir auch schon alles vorgeschlagen. So, jetzt haben wir hier richtig schön viel Rotes. Das liegt woran? Naja, ist auch egal. Jetzt füllen wir einfach mal aus und gucken, ob das Rote da noch bleibt. Wahrscheinlich eher nicht. Okay, was ist hier passiert? OnConfigured. OnConfigured muss man vorsichtig sein. Es ist gut möglich, dass hier unsere Camera Capture Session beziehungsweise unsere Kamera gerade schon 0 geworden ist. Das heißt, onConfigured bedeutet, wir haben sie gerade ausgeschaltet. Also wenn wir hier eine Null-Kamera haben, Camera gleich Null, dann sollten wir nicht versuchen, irgendwelche Previews zu erstellen. Deswegen returnen wir hier einfach. Okay, nächster Fall, hier unten drunter. Wir haben tatsächlich eine Kamera und sie ist nicht null. Das heißt, wir können unsere Camera Capture Session ist gleich Camera Capture Session. Also das ist die Camera Capture Session von hier oben und das ist, ach ja, hier muss ich natürlich dann tatsächlich ein Public draus machen. Und wir machen das mal hier ein bisschen eindeutiger, indem wir hier einfach sagen, wir nennen das Ding hier um in Cam Capture Sessions. Dann wissen wir hier, dass Camera Capture Session das hier oben ist und Cam Capture Session ist das hier. So, ach so, richtig, genau. Ich muss ja hier noch was machen. Und zwar die Surface darf ich nicht einfach so hier reinstopfen, sondern ich muss sagen, ich will das Ganze als Liste haben. Dann geht's. Ich brauche hier eine Liste da draus, aber Surface liefert mir keine Liste. So, immer noch alles rot. Mann, ich mag das nicht. Okay, nun gut, machen wir hier einfach mal weiter. Camera Capture Sessions haben wir jetzt gesetzt. Jetzt können wir hier drin sagen, Capped Builder, also der Request Builder sozusagen, der soll jetzt wiederholt einfach alles setzen, also .set Capture Request .control Mode. So, und jetzt noch die Kamera Metadaten, Metadata .control Mode Auto. So. Okay, jetzt, halt, stopp, da fehlt noch eine Klammer. Jetzt haben wir sozusagen alles gesetzt. Jetzt müssen wir nur noch sagen, mach das immer wieder. Also try, weil es kann ja mal passieren, dass die Kamera irgendwann ausgeht. Deswegen gibt es dann einen Fehler. Camera Capture Session .set repeating request, nicht burst. Capped Builder .build. Was brauchen wir hier noch? Ein Capture Callback wollen wir gerade mal keins machen. Das wäre, wenn ihr RAW-Ausgabe habt, soweit ich das weiß. Halt Capture Callback ist fürs Bild aufnehmen und der Händler hier ist sozusagen der Thread-Händler, den wir jetzt hier noch brauchen. Das heißt, wir brauchen hier zusätzlich noch einen Händler. Okay. So, wir sind schon fast bei einer halben Stunde hier. Ganz schön langes Video heute. Gut, hier müssen wir jetzt noch was catchen. Und was wollen wir catchen? Naja, wir wollen catchen wieder mal eine Camera Access. Eigentlich haben wir doch die hier unten schon gecatcht. Eigentlich müssen wir das hier nicht nochmal machen. Das sollte auch so gehen. Okay. So, jetzt sind wir bei unserem Händler dran. Also wir setzen uns erstmal Create Field Handler in Main Activity bitte. Ein Private Handler und
gleichzeitig, wenn man mit einem Händler arbeitet, braucht man eigentlich auch immer einen Händler-Thread. Also quasi einen Thread, der im Hintergrund das Ganze handelt. Private Handler Thread H-Thread oder sowas. So, hier erstellen wir jetzt einfach mal eine, wo ist unsere onCreate-Methode? Warum ist die so weit unten? Das ist echt traurig. Okay, egal. Hier sagen wir, wir hätten ganz gerne eine onCreate-Methode. Die machen wir einfach mal relativ weit oben. In der onCreate-Methode sagen wir, der Händler ist gleich New Händler. Halt, stopp, der H-Thread ist es. Der H-Thread ist ein New Handler Thread. Und zwar, keine Ahnung, wie nennen wir es? Background Handler. Okay. So, jetzt holen wir uns den Thread erstmal zum Starten, also hthread.start. Das macht ihn quasi einfach, führt ihn aus. Ja, genau. Und jetzt holen wir uns den normalen Händler. Der Händler ist gleich ein New Händler über den Looper. Also hthread.getLooper. So, jetzt haben wir die ganzen Dinge auch initialisiert. Jetzt können wir die hier auch als gegeben annehmen in unserem Händler drin. So, was haben wir denn hier noch für ein Problem? Surround with Try-Catch, muss ich es doch machen. Okay. So, jetzt sind wir wieder hier bei unserem Try-Catch und bei unserer Capture-Session. Hier unten, also haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. On Configure Fade, keine Ahnung, da lassen wir einfach mal frei. Hier unten muss jetzt noch was hin und zwar null einfach eingeben und schon verschwindet alles rote. Wunderbar. Jetzt haben wir eigentlich soweit, glaube ich, hier alles so, dass wir mit der Take-Picture-Methode anfangen können. So, die Take-Picture-Methode, okay. Also, Take-Picture, schießt ein Foto. Wer hätte es gedacht, aber ich kann nicht einfach reinschreiben, schießt ein Foto, sondern es ist ein bisschen komplizierter. Erstmal müssen wir hier sagen, falls die Kamera null ist, also if Camera, normale Kamera, bitte, gleich null, dann wollen wir nicht mehr, also return. Gut, dann holen wir uns mal wieder unseren Camman, also Camera Manager. Camman ist gleich Camera Manager, bitte casten von den Get System Services, Service eigentlich nur Context.Camera Service. So, upsala. Gut, wir haben den Camera Service jetzt. Jetzt müssen wir hier nicht mehr viel machen. Eigentlich schon doch, aber egal. Wie immer kann unsere Kamera allerdings einen Fehler ausspucken, deswegen alles in Try and Catch rein. Der Rest kommt nachher hier unten, das Catchen. Wobei eigentlich können wir es gleich machen. Und zwar, wie immer, ist es die Catch Camera Access Exception E.print Stack Trace und fertig. So, jetzt, das wird ein riesiges Try and Catch. Ich schiebe die Methode mal hier ein bisschen höher. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber ich mag es nicht, wenn alles so tief unten hängt. Okay, was passiert jetzt hier drin in der Try-Methode? Naja, wir lesen erstmal die Kamera aus und dann machen wir sozusagen, speichern wir das Bild. Das bedeutet, wir brauchen hier erstmal die Größe unseres Bildes. Weil wir hier mehrere bekommen, werden wir hier das Ganze erstmal in Array speichern, dann können wir das besser überprüfen und dann wieder besser verwenden. Genau. So, also wir haben die Sizes und wir haben die Camera Characteristics mal wieder. Ja, nennen wir sie Camera Characteristics, wie oben auch, ist gleich Manager camman.get Camera Characteristics Camera.getID. So, jetzt haben wir die Charakteristika der Kamera ausgelesen, also quasi was sie für eine Auflösung hat und jenes und so. Jetzt schauen wir mal, ob wir nicht unsere Sizes zuweisen können über Camera Characteristics, genau. .get wieder mal Camera Characteristics .scalar Steam Configuration Map, genau das, was wir oben auch schon gemacht haben. .get Output Sizes. So, und jetzt wird es interessant. Image Format kommt jetzt hier rein. Jetzt wollen wir das Ganze für ein spezielles Format lesen. Und zwar wollen wir es als JPEG-Bild speichern. Ihr könnt es natürlich auch als was anderes speichern, aber wir werden das Ganze jetzt als JPEG speichern, damit es ein bisschen komprimiert ist. Okay, ihr müsst bedenken, euer Handy hat nur begrenzt Speicher und deswegen, ja.
Gut, jetzt brauchen wir Breite und Höhe. Int width gleich sizes an der Stelle 0, also die erste Size sozusagen, .getWidth. Und die Höhe genauso, int height gleich sizes, an der Stelle 0, .getHeight. So, aber Vorsicht, wenn eure Sizes hier irgendwie null ist, dann habt ihr ein Problem. Das heißt, irgendwas ist schief gelaufen und wenn wir hier das nicht überprüfen, kann eure App crashen. Das heißt, if sizes, kein Komma, ein Punkt Length größer 0. Ansonsten macht ihr das hier nicht. Ansonsten können wir nämlich direkt einfach mal return im Prinzip. Und zwar, vielleicht sollten wir hier noch eine kleine Fehlermeldung ausgeben. Toast.makeText mainActivity.this. Das ist aber nett von euch. Das ist ja wirklich alles auf einmal da. Ist ja Hammer. Okay, sizes konnte nicht gelesen werden. Punkt. So, okay. Jetzt wollen wir hier noch ein bisschen mehr machen, logischerweise. Und zwar das Bild speichern, logischerweise, auf der Speicherkarte. Das heißt, wir lernen hier gleich noch was Zweites. Nicht nur die Kamera, sondern auch noch die Speicherkarte. Image Reader ist gleich ImageReader. New Instance. Macht es mir auch schon instant. Vielen Dank. Width. Achso, ja. Sollte ich vielleicht außen dran definieren, sonst habe ich hier ein Problem. Sonst darf ich das ja nicht mehr. Int width und int height. So, okay. Das noch weg. Jetzt habe ich die hier zur Verfügung. Width gleich, genau, height rein und jetzt ImageFormat wieder mal benutzen. ImageFormat.jpg. Hier müsst ihr wieder achten darauf, dass es bei euch eben das richtige Format ist. Also wenn ihr irgendwie ein PNG speichert, dann solltet ihr hier anpassen. Definitiv. Ups, Entschuldigung. Okay, und der möchte hier hinten dran noch eine 1 haben. So, genau. Was wir jetzt hier ausgeben werden, ist eine, ja, sozusagen mehrere Surfaces. Also eine Liste an Surfaces. Wie nennen wir sie? Surface List hört sich gut an. Vielen Dank. Ist gleich New Array List über Surface, logischerweise. Upsala. Surface. Wisst ihr was? Ne, wir machen das anders. Wir machen das einfacher. Und zwar sagen wir hier Surface Input ist gleich TextureView.getSurface Texture, genau. Und Surface. Was ist da jetzt schon wieder passiert? Ach so, klar, das ist die Surface Texture. Die haben wir natürlich noch nicht als Surface. New Surface. Genau. So, und jetzt der Output hier ist, upsala, das soll gleich sein, ist gleich New Surface. Ne, eigentlich keine New Surface, sondern eine Surface über den Reader, also Image Reader.getSurface. Und jetzt haben wir eigentlich alles, um den Builder zu benutzen, also den Builder zu bauen, um genau zu sein sogar. Okay, der muss final sein, weil wir es nachher in einer erbenden Klasse benutzen werden. Final capture request.builder. Wie nennen wir ihn? Builder. Vielen Dank. Ist gleich. So, wie oben machen wir das jetzt auch schon. Camera.create capture request. Und zwar camera device.template still capture. Also es soll sich nicht unbedingt bewegen. Genau. Capture Builder haben wir jetzt ein. Jetzt benutzen wir diesen Capture Builder. Builder.add-target. Wo soll er hin capturen sozusagen? Und das ist unsere Output Surface dieses Mal. Das heißt, unser Image Reader hat jetzt eine Surface. Okay. Jetzt können wir sagen, okay, jetzt mach das mal. Also Builder.set Capture
Ups. Capture. Na, ich kann nicht mehr tippen. Capture Request. Control Mode. So. Die Kamerametadaten noch übergeben, so wie wir es letztes Mal auch schon gemacht haben. Control. Komm schon. Control Mode Auto. Da haben wir ihn doch. Okay. Und jetzt ist es noch wichtig, wie eure Kamera gerade gedreht ist. Also habt ihr Hochformat, habt ihr Breitformat oder sowas. Das können wir einfach auslesen, indem wir sagen, int rotation ist gleich get window manager .get default display .get rotation. Also quasi eure Orientierung auslesen von eurem aktuellen Bildschirm. Gut. Jetzt können wir sagen, okay, der Capture Builder, also der Bilder, wir können jetzt seine Orientierung genauso setzen, und zwar über Capture Request .jpeg Orientation, und zwar folgendes. Wenn das Ding 1 ist, dann haben wir eine tatsächliche Orientierung von, ich zeige es euch einfach, in Orientation liefert mir 1, 2, 3 oder 4 raus. 0, 1, 2 oder 3 liefert es mir raus. If Rotation gleich 0, dann ist unsere Actual Rotation, falls es 0 ist, ist es bei 90 Grad, also als Degree oder halt als Grad umgerechnet. Aber es gibt mir hier was Besonderes raus, nämlich Surface.Rotation 0. Rotation 0 bedeutet, die tatsächliche Gradrotation ist bei 90 Grad, witzigerweise, also Actual Rotation gleich 90. Dann, wenn es bei 90 ist, also if Rotation gleich Rotation 90, ist es bei 0. Und bei 180 und 270 genau dasselbe, also die sind einfach quasi vertauscht. So, und dann kommt hier die Actual Rotation rein. Ja, wir setzen das hier auf 0 am Anfang, damit wir es auch initialisiert haben. Und dann bräuchten wir eigentlich den Teil hier schon gar nicht mehr. Also standardmäßig haben wir dann einfach eine Rotation. Und falls hier Rotation 0 steht, dann setzen wir die auf 90. Okay, gut. Jetzt können wir weitermachen. Wir wollen die Datei ja schreiben. Das machen wir jetzt. Wir schreiben also eine Datei, Final, Achtung, wir benutzen sie in einer Unterklasse gleich noch. Final, File. Ja, benutzen wir einfach mal. Ist gleich new, ist gleich vergessen. New File. So, jetzt holen wir uns das den externen Speicher, environment.get external storage directory. Und da sagen wir einfach mal mein Bild.jpg. So, da soll es bitte hinspeichern. Und jetzt sagen wir dem Image Reader, stopp, wir brauchen eine Image Reader on Image Available Listener. So einen Listener brauchen wir jetzt noch. Den nennen wir jetzt einfach mal, okay, doch nicht. On Image Available Listener ist gleich New Image Reader .on Image Available Listener. Naja, komm schon. Okay, dann machen wir das halt, ja, wir machen es von Hand, weil geht nicht anders. Gut. Ach so, ja, hier, die Klammern sollten ja auch nicht her. Okay, das war natürlich hier kompletter Bullshit. On Image Available Listener. Jetzt aber. Implementieren die Methode On Image Available. So, jetzt sagen wir hier, okay, wir speichern natürlich ein Bild, denn wenn das Bild da ist, dann wollen wir das auch benutzen. Image schreibt man groß. Android Media, genau, nennen wir Image ist gleich null. So, und wenn das Bild da ist, dann wollen wir natürlich auch was machen. Image gleich, also on Image Available triggert genau dann, wenn das Bild auch verfügbar ist. Wer hätte es gedacht?
Reader, Image Reader habe ich ihn genannt, Punkt acquire latest image. So, dann können wir einen Byte-Buffer erstellen, der uns das Ganze schreibt. Byte-Buffer Buffer ist gleich image.getPlanes an der Stelle 0.getBuffer. Semikolon, fertig. So, und jetzt können wir das ganze Ding schreiben, also das Ganze in Byte Array umkonvertieren. Byte darf ich nicht schreiben, Byte Array ist gleich new Byte über Buffer.capacity. Und am Ende endlich mal Buffer.get Byte Array save. Achso, halt der Output-String fehlt ja noch komplett. Out. Ich dachte, den hätten wir irgendwie schon gemacht. Naja, ist ein langes Video, ich bin ein bisschen durcheinander. Wie ihr seht, ist auch sehr, sehr viel Code, muss man sagen. Aber ich hoffe, ihr seid noch dabei. Und ja, es gefällt euch trotzdem. Output Stream. Output ist gleich null. So, warum ist das Ding null? Naja, wir müssen erstmal try and catchen, ob wir das überhaupt dürfen, was wir hier gerade machen wollen. Output gleich new File Output Stream. Aus Java.io übrigens dieses Mal. File. Habe ich die File genannt? Ich habe sie File genannt, ja, sehr schön. Und Output.write. Endlich mal die Bytes. So. Nein, das Byte Array. Okay, hier, was brauchen wir? Add Catch Clause. Und im Prinzip hätte ich ganz gerne eigentlich, ist mir eigentlich egal, was hier mit den Fehlern passiert. Am Ende sollten wir aber auf jeden Fall noch einen Finally-Block einbauen, um den Output zu schließen, sonst haben wir hier eine tote Datei rumfahren. Muss ich den jetzt? Nein, wenn der Output gleich null ist, if Output gleich null. Ungleich null, ups. Wenn der Output nicht null ist, dann wollen wir das machen. So. Output. Mann. Und er möchte hier auch noch ein... Na schön. Dann machen wir halt hier auch noch ein Try and Catch drumherum, aber egal. So, jetzt ist hier unsere Zeile noch nicht mal zu Ende. Wir haben jetzt hier im Prinzip nur den neuen Image Reader gesetzt. Hier fehlt aber noch das Semikolon hinten dran, um diesen Image Reader auch tatsächlich gesetzt zu haben. Okay. Jetzt können wir den Reader ein bisschen weiter benutzen. ImageReader.set onImageAvailablelistener. Jetzt können wir diesen onImageAvailablelistener benutzen. onImageAvailablelistener und können ihm den Background-Händler geben. Also den Händler. So. Und dass er das eben alles im Hintergrund macht. Dann brauchen wir hier noch eine Camera. Unsere Camera braucht noch ein Create Capture Session hier. Und zwar über unsere ArrayList im Prinzip. New ArrayList über Surface. Ja gut, die erstellen wir mal noch vorher. Vielleicht ist es dann doch nicht so blöd. List Surface. List ist gleich New ArrayList. Semikolon list.add erstens mal Input, beziehungsweise im Prinzip können wir auch wieder hier über New Surface gehen. Eigentlich sollte man das hier oben schon machen. Das da rein und Surface oder list.add die Output, also ImageReader.getSurface. So, die übergeben wir jetzt hier nämlich unserem Create Capture Sessions, damit wir auch an beiden Screens diese Output Surface Dinger da sehen, damit es kurz festgehalten wird sozusagen. List und wir brauchen ein New Capture, Camera Capture, upsala, Entschuldigung, Camera Capture Session. Punkt, ich war noch nicht fertig. Punkt State Callback. So, dieser State Callback muss natürlich auch erstmal. Ach
komm schon, das kannst du doch besser. Das kannst du doch wirklich besser. Ich weiß doch, dass es besser geht. Na schön. Machen wir das wieder mal von Hand. So. Und zwar onConfigured. Hier unten muss mal wieder Null rein. Nein, halt, hier unten muss dieses Mal nicht Null rein. Hier kommt nämlich eigentlich der Background Handling Thread rein. Und hier machen wir jetzt tatsächlich mal unseren Händler rein, damit der das im Hintergrund regeln kann. Also vorher war es egal, aber jetzt wollen wir das Ganze im Hintergrund regeln, also es abspeichern, sonst hängt sich unsere App halt kurz auf. Okay, onConfigured macht jetzt Folgendes, und zwar wollen wir jetzt hier drin die Camera Capture Session, okay, sie heißt Camera Capture Session, ich dachte, sie heißt nur Session, Capture, hier, so. Und wenn wir die capturen, dann brauchen wir hier als Parameter Capture, nein, unseren Builder, der heißt einfach nur Bilder, Build. So, dann brauchen wir hier theoretisch noch einen Capture Listener, und den Capture Listener, den werden wir nachher erstellen, weil das ist theoretisch nochmal so eine abstrakte Methode, könnte man jetzt hier drin machen, so wie wir es hier schon haben, aber langsam wird es unübersichtlich, deswegen lassen wir es einfach mal so. Und hier kommt wieder der Händler rein, der das dann komplett im Hintergrund regeln soll. Hier erstellen wir uns jetzt einfach noch vorher unseren Capture Listener, mir ist das jetzt gerade zu viel da innen drin. Final Camera, also Final, weil wir ihn da drin dann brauchen in dieser geerbten abstrakten Klasse, oder anonym abstrakten Klasse, wenn man es genau nehmen möchte. Verdammt, ich kann echt nicht mehr tippen heute, also wirklich. Camera Capture Session, ich kann auch nicht mehr sprechen. Capture Callback. Und das ist jetzt unser Capture Listener. Ist gleich New Camera Capture Session. Capture Callback. So, ist auch eine abstrakte Klasse und muss hier drin, ja, scheinbar brauchen wir nichts überschreiben. Override tun wir trotzdem, und zwar die Public Void onCapture completed. So, onCapture completed, wie der Name schon sagt, triggert, wenn die Capture Session sozusagen fertig ist. Also Camera Capture Session Capture Request, und am Ende kriegen wir noch ein Total Capture Result. So. Erstmal rufen wir super auf, super.onCapture completed, und zwar mit Session, Capture Request und Total Capture Result. Dann kreieren wir mal unsere Preview wieder, Create Preview, und wir sagen, wir wollen noch einen Toast ausgeben, Toast.makeText, und zwar erfolgreich gespeichert. So. Achso, vielleicht könnten wir noch ausgeben, wo wir es gespeichert haben. Plus File. Ups, das Plus soll natürlich da sein. So, und jetzt haben wir hier unten einen anderen Fehler, also den Capture Listener, den kennt er jetzt. Jetzt können wir hier Surround with Try and Catch machen, sind hier eigentlich auch schon fertig. Die onConfigure failed, die können wir in dem Fall jetzt einfach mal auslassen, die brauchen wir hier gerade gar nicht. Und wenn wir starten, dann, ich habe das mal übersprungen, weil ich vergessen hatte, meinen Emulator schon mal hochzufahren, dann finden wir das hier, und wenn ich hier auf Foto machen klicke, dann steht hier erfolgreich gespeichert, Storage mein Bild, was bedeutet, wir haben das Bild gespeichert. Super, das heißt, wir haben jetzt tatsächlich nach fast einer Stunde eine Kamera und einmal SSD-Schreiben gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ein Riesentutorial, und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder. Bis dann, ciao!